Hallo, in diesem Video geht es um die Vignette, eine besonders lockere und leichte Möglichkeit, eine kleine Szene in einer Skizze festzuhalten. Im Video zeige ich dir, wie eine Vignette entsteht und spreche über die Möglichkeiten, wie du im Skizzenbuch deine Seiten mit Vignetten interessanter gestalten kannst. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Als Vignette bezeichnet man eine kleine Illustration, die Einblick in ein spezielles Thema gibt und sozusagen eine Momentaufnahme darstellt. Das Besondere an der Vignette ist, dass die Ränder weich und ausgefranst dargestellt sind. In der Fotografie kann eine Vignette auch an den Rändern abgedunkelt sein. In jedem Fall dient das alles dazu, das Auge des Betrachters in die Mitte des Motives zu lenken. Im Aquarell lassen sich Vignetten natürlich besonders gut darstellen. Je mehr die Konturen verschwimmen und du mit dem Pigment auf dem Papier spielst, umso schöner wird das Ergebnis. Ich nutze diese Technik oft in meinen Skizzenbüchern. Wenn dir das Video gefällt und hilfreich für dich ist, freue ich mich über einen netten Kommentar unter dem Video. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren. Dafür drückst du auf die graue Glocke unter dem Video. Dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Und jetzt geht's los. Oft kombiniere ich in den Skizzenbüchern so eine kleine Eckvignette mit Schrift in verschiedenen Schriftformen. Diese Skizzenbuchseite war eine Kursdemonstration und einen Kursteilnehmer habe ich dann hier in dieser kleinen Vignette noch neben dem eigentlichen Demobild festgehalten. Auch dies ist eine Kursdemonstration aus meiner Malreise nach Venedig mit dieser kleinen Vignette hier. Auch diese Skizze würde ich durchaus noch als Vignette bezeichnen. Das ist jetzt etwas größer, aber wir sehen hier an diesen ausgefransten Rändern auch eine schöne, lockere, wie ich finde, Vignettenform. Auch bei diesem bunten Herbstmotiv sind die Ränder ganz unregelmäßig. Sie sprengen sozusagen das Format hier und die Spritzer lockern den Formatrand zusätzlich auf. Dies ist jetzt die Skizzenbuchseite von dem diesjährigen Malreisenausflug nach Burano während der Malreise in Venedig. Das ist ein Motiv, was ich wirklich immer wieder gerne mit der Gruppe male. Es ist relativ einfach zu zeichnen und so eine tolle Farbexplosion, die immer viel Spaß macht. Das zweite Motiv führt uns ja immer an die Lagune. Mal gucken, ob ich das hier auch noch zeigen kann. Ja, das ist dann immer dieses Motiv, ein ruhiges Lagunenmotiv mit einer schönen Himmelsstudie. Und in der Lagune gibt es noch ein paar alte Fischerboote zu sehen. Und da bot es sich an, hier noch eine kleine Vignette ins Skizzenbuch zu malen. Dies soll heute auch mein Motiv werden. Foto und Skizze gibt es wieder zum Herunterladen für unsere Unterstützer hier auf dem Kanal auf der Steady-Seite. Wenn dich diese Form der Unterstützung interessiert, schau gerne unter dem Video, dort gibt es einen Link, Deine Unterstützung, Steady, so heißt er. Vielen, vielen Dank an alle die das bisher schon tun. Der Hintergrund für meine kleine Vignette soll ganz weich und locker verlaufen. Hier soll die Farbe möglichst tun, was sie möchte, ein wenig gesteuert von mir selbst. Also feuchte ich den gesamten Hintergrund meines Blattes an und lasse dabei die Stellen frei, die später hell im Motiv zu sehen sein sollen. Bei dem Anfeuchten hier muss ich nicht ganz so gründlich sein, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen schönen Wolkenhimmel malen will, denn die Strukturen, die jetzt hier gleich entstehen im Hintergrund, sollen ja sehr zufällig und unregelmäßig sein. Jetzt mische ich mir eine schöne, freundliche Lagunen- bzw. Himmelsfarbe. Ich werde die gesamte Vignette mit nur einer Hintergrundform hinterlegen. Ich wähle mir jetzt hier ein Zylinblau und mische dann noch etwas Kobalttürkis Light hinein und auch ein bisschen Ultramarinblau. Es geht dabei ja nicht um die realistische Darstellung von Himmel und Wasser, sondern ich möchte die Atmosphäre und meinen Eindruck der Farbigkeit der Szenerie andeuten. Mit lockeren Strichen und auch schon sofort Spritzern setze ich jetzt den Hintergrund hier ins Motiv ein und lasse die Farbe fließen
In den inneren Bereichen hier werde ich die Farbe noch ein bisschen intensivieren. Mit der Sprühflasche sprühe ich jetzt noch Wassertropfen hier hinein und auch mit dem synthetischen Pinsel ein paar größere Wassertropfen. Bevor ich jetzt gleich das Motiv ausarbeite, glätte ich hier einige Ränder, die doch gerne ein bisschen konkreter sein sollen. Diesen Pfahl hier möchte ich später zumindest auf der licht zugewandten Seite heller als den Hintergrund haben. Also wasche ich ihn jetzt schon vorsichtig ein bisschen aus. Die anderen Pfähle werden dunkler auf den hellen Hintergrund aufgemalt. Ich beginne jetzt mit dem großen, dickeren Pfahl direkt hinter den 3 Fendern und verwende eine Mischung aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und auch ein wenig, aber nur ganz wenig, Alizarin Karmesin. Die Seile, die hier um den Pfahl geschlungen sind, spare ich aus bei diesem Farbauftrag. Bisschen Variation in den Pfahl unbedingt hineinbringen mit ein wenig lichter Ocker oder auch ein bisschen Jaune Brillant. Hier unten möchte ich keinen geraden Abschluss haben, sondern lasse den Pfahl auslaufen. Das passt für mich ganz gut zu der Form der Vignette hier, dass der Pfahl keinen konkreten Abschluss bekommt. Die beiden Pfähle hier auf der rechten Seite male ich leicht variiert zum großen Pfahl. Das heißt, ich variiere in der Farbe, etwas mehr Blau kommt in die Mischung hinein. In der Form wird auch variiert, ich male ihn etwas dünner hier, diesen Pfahl. Auch hier am Rand setze ich einen unregelmäßigen Randbereich. Alles soll weich zum Rand hin auslaufen. Als nächstes male ich die Teile an den Fendern selbst, die farbig sind, hier die blauen, schwarzen und auch hier die erste Lasur mit lichter Ocker werde ich auf diesen rechten Fender legen. Verwendeten Farben sind jetzt Neutraltinte und Zylinblau. Und für diesen Fender Kobaltblau mit Ultramarinblau gemischt.
Ein ganz wässriger Farbauftrag mit Jaune Brillant und auf der schattigen Seite intensiviert mit etwas lichter Ocker gibt jetzt die Farbigkeit für den rechten, wärmeren Fender. Schön, dass das Blau jetzt hier hineinläuft in diese Form, denn der blaue Kopf kann ja sehr gut in die gelbe, helle Form hinein reflektieren. Nun folgt der Schattenauftrag auf den Fendern mit Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und ein wenig von der Gelbmischung, die noch hier auf der Palette liegt. Mit Wasser wird dieser Farbauftrag angelöst, sodass ein ganz weicher Rand entsteht. Eine kleine Reflexion gibt es hier auf der linken schattigen Seite. Die wasche ich mit dem Flachpinsel vorsichtig aus. Der zweite und dritte Fender wird genauso mit dem Schattenauftrag übermalt. Wenn es diese schöne rote Schnur hier für den Einfänder auf dem Foto nicht gäbe, würde ich sie auf alle Fälle erfinden, denn die rote Farbigkeit bringt jetzt nochmal Spannung ins Bild. Den anderen Seilen möchte ich jetzt auch eine Farbigkeit verleihen, die aber nicht mehr ganz so aufregend sein soll wie bei diesem roten Seil. Ich wähle jetzt lichter Ocker, denn ich denke, eine Prise Wärme tut dem Bild noch ganz gut. Auch hier gerne ein bisschen variieren mit Sienna gebrannt und Blau. Und nicht zu genau jetzt hier arbeiten. Mit Lavendelblau, ziemlich cremig direkt aus der Tube, setze ich mit durchbrochenem Pinsel noch einige schwungvolle Seile hinein. Eine Lichtkante hier auf der rechten Seite des doch recht dunkel gewordenen Pfahls wasche ich mit dem Flachpinsel aus. So bekommt die Form noch ein bisschen mehr Lockerheit. Auch hier kann man noch ein bisschen Licht einfangen, indem man auf der rechten Seite wieder die Farbe etwas herausnimmt. Ein paar kleine Formen hier noch auf den mittleren Fender. Und einige Schattenformen kommen noch unter die Seile.
Jaune Brillant direkt aus der Tube. So, nicht vergessen, bei so einer Vignette soll alles locker und leicht angedeutet bleiben. Auf keinen Fall so ein Motiv überarbeiten, das wäre mein Tipp. Und deshalb höre ich an dieser Stelle auch auf. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und du probierst es jetzt auch einmal aus. Gerne den Daumen hoch unter dem Video oder einen netten Kommentar schreiben, darüber freue ich mich immer besonders. Wenn du möchtest, bin ich hier am nächsten Samstag wieder für dich da mit einer neuen spannenden Frage zum Thema Aquarell. Tschüss, bis dahin.